Hallo ihr Lieben, willkommen zum Wochenorakel fürs Kollektiv für die neue Woche. Ihr hört neben mir den Ventilator, stört euch nicht dran, aber hier ist es sehr heiß und anders halte ich es hier nicht aus. Okay, dann nochmal Dankeschön. Ich hatte ja diese Dankeschön-Aktion gestartet für die 2000 Abos. Da habt ihr mich echt mächtig überrascht. Ich habe, glaube ich, 4 Tage gearbeitet nur daran. Also es war eine riesen Resonanz und danke an euch zurück. Und schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr euch das wünscht, dass wir ab und zu so eine Sonderaktion machen, wo ich auch immer mal was Spezielles reinpacke, auch mal für den kleineren Geldbeutel. Wir brauchen ja nicht alle ständig ein großes Blatt, klar. Diese Überraschungsbotschaften sind eigentlich recht gut, denn sie zeigen dir ohne eine Frage auf, was eigentlich los ist. Und das finde ich persönlich immer sehr spannend und auch schön. Heute könnt ihr wieder schreiben, morgen könnt ihr auf meinem Zweitkanal schreiben, in die Kommentare. Und normalerweise mache ich ja sonntags immer das Goodie auf dem Zweitkanal. Das mache ich diese Woche hier am Sonntag ab 15 Uhr, denn ich habe für alle Sternzeichen die großen Blätter gelegt. Und da ist der Aufwand zu groß, und dass ich es einem kleineren Publikum nur zur Verfügung stelle. Also Sonntag ab 15 Uhr könnt ihr das große Blatt für euer Sternzeichen hier auf diesem Kanal abrufen. Okay, das war's von mir. Jetzt gucken wir mal, was ich für die Woche kriege. Ihr könnt am Ende des Videos noch eine kleine Auswahlmöglichkeit finden. Für die, die das wollen, bleibt bitte dran. Okay, das fängt ja schon mal ganz blöd an. Es kann hier sein, dass ihr nächste Woche so ein bisschen Kummer habt mit eurem Gegenüber oder dass da irgendetwas an euch nagt, dass ihr Missverständnisse habt, dass es irgendetwas gibt, was euch verletzt. Der ein oder andere wurde oder wird vielleicht an so einen Weg kommen, wo er sich entscheiden muss, wo er Optionen nutzt. Möglicherweise habt ihr hier auch an sich Chancen, Möglichkeiten und Optionen, Entscheidungen, die im Bereich der Häuslichkeit liegen oder auch im näheren Umfeld. Ne? Es ist irgendwie Zeit für einen Richtungswechsel. Etwas soll eine andere Richtung aufnehmen, Fahrt bekommen, etwas mehr Bewegung ins Leben bringen. Ja, und da kann es sehr gut sein, dass das Thema, was hier an einem nagt, eventuell die Überschrift hat Ehrlichkeit. Ne? Wie ehrlich ist jemand zu euch oder hier in diesem Fall euer Gegenüber? Wie ehrlich seid ihr? Oder dass man eben ehrlich ist und deshalb hier eine Konsequenz hat, die nicht so, die einen einfach halt beschäftigt oder die einem am Herzen liegt oder einen vielleicht auch verletzt. Ja, es kann hier tatsächlich um Geheimnisse gehen, um Sachen, die im Verborgenen liegen, um Dinge, die man vielleicht hinter dem Rücken macht oder gemacht hat. Möglicherweise auch hier Einfluss von dritten Personen. Es ist ein Kollektiv, es wird euch nicht alle treffen oder uns, aber ich sage halt das, was da liegt, und ich versuche euch möglichst viele Szenarien zu nennen. Zugleich haben wir hier, dass ihr für diese Veränderung, die hier liegt, oder die Entscheidung, die ihr trefft, tatsächlich ein bisschen Unruhe mit an den Tag bringt, weil es so ein Stück weit Arbeit mit sich bringt. Ne? Also einen Umweg, der vielleicht wieder mit Action und Bewegung verbunden ist. Für die einen oder anderen haben wir hier im beruflichen Bereich einen Neubeginn liegen. Das kann auch die ein oder anderen sehr schnell treffen. Ein schneller Entschluss, eine schnelle Wende. Ich glaube, das hatten wir letztes Wochenende, Wochenorakel auch so.
wegweisende Entscheidungen oder auch Dinge, die man nicht einfach so entscheidet, sondern die betreffen dann auch das ganze Umfeld und werden über den Beruf ausgetragen. Hier liegen schöne Veränderungen am Beruf dran, vielleicht auch neue Ideen und plötzliche Klärung und hier die Möglichkeit, sich neue Türen zu öffnen, Neues auszuprobieren. Ja, die Veränderungen, die hier liegen, die sind teils auch von außen angeschubst. Die können ein bisschen Konfliktpotenzial mitbringen, aber am Ende sind sie auch wieder sehr reinigend und beenden hier irgendeinen Konflikt, den man hier hat. Die berufliche Situation, die sich hier zeigt, ist sehr speziell, denn das ist etwas, was uns am Herzen liegt, das ist etwas, was nach Veränderung schreit und es ist auch was, wo man lange nicht den Blick drauf hatte, was da an Veränderungspotenzial sein mag. Wie gesagt, für viele ist es auch von außen angeschubst, da rechnest du nicht unbedingt damit, aber es bringt da wieder Bewegung rein, wo vorher Stagnation war. Es kann hier im Übrigen auch dein Gegenüber betreffen. Für die, die nicht mehr arbeiten, geht es um die Dinge, an denen als Mensch gearbeitet wird. Und es geht sehr stark um Entscheidungen, die hier im Haus der Wege haben wir das Kreuz. Ne? Da will einen das Leben auf eine andere Spur bringen oder einen anderen Impuls geben. Aber es ist leider hier mit Schnitten verbunden, die man vielleicht auch so nicht erwartet. Aber das ist egal, das Ergebnis ist gut. Ich dachte mir das schon, dass das auch so ein bisschen die Woche der neuen Wege, der Entscheidungen ist, die Woche, wo man auch alles hinterfragt. Denn wenn die Wege sich ins Haus des Hauses legen und das Schicksalskreuz im Haus der Wege, dann geht es um mehrere Themen, grundlegende Dinge, die das ganze Umfeld mit betreffen. Ja, irgendwie scheint mir das Beziehungsleben auch ein bisschen Schwierigkeiten mitzuliefern, denn wir haben den Ring im Hause der Liebe. Hier liegt der Trigger der Vaterfigur oder aber auch einer Beziehung, die man in der Vergangenheit hatte. Vielleicht auch ein Verlust von einem Partner. Und wir haben hier in der Korrespondenz das Unausgesprochene, den Konflikt und hier kommt etwas an die Oberfläche, was vielleicht ein bisschen unangenehm sein könnte, aber dir am Ende dann auch hilft, dein Fundament besser zu spüren, dich mehr zu erden oder mehr auf deinem Grund zu fühlen, auf dem Grund, wo du deine persönliche Grenze auch hast. Für einen oder anderen gibt es hier Themen, die haben mit der Häuslichkeit zu tun. Das ist hier so alles, was mit Mietverträgen, Entscheidungen im häuslichen Bereich zu tun hat. Immobilien, Häuser, alles dieses, Umzüge. Aber auch da sehe ich die Veränderung ein bisschen mit Konflikt verbunden. Das heißt, du musst vielleicht auch für dich einstehen, dich streitbar machen. Ja, und jetzt kommt das Wunderbare. Wir haben hier in unserem eigenen Haus die Sonne drin. Ne? Die Sonne korrespondiert hier mit den Entscheidungen. Das ist gut, denn diese Wege, die da gegangen werden oder die Optionen, die genutzt werden oder die, ja sagen wir mal, du wirst schnell von irgendwas überrollt oder beschnitten, die sorgen für eine sehr positive Veränderung. Hier liegen die guten Nachrichten auch irgendwie. Gute Kommunikation, etwas kommt in Fahrt, das dir hilft, neue Wege zu gehen oder ja, wo du sogar schon so auf ein Schlupfloch irgendwie kriegst, ne?
Wir selber liegen im Hause der Arbeit drin. Auch das ist jetzt nichts Verblüffendes, denn wenn wir hier die Arbeitskarte im Hause des Neubeginns haben, dann gibt es natürlich auch was zu tun. Wir haben wahrscheinlich an sich viel zu tun. Es wird eine bewegte Woche. Wir haben hier Möglichkeiten, die Finanzen als karmisches Thema mit anzugucken, uns Blockaden in den Finanzen bewusst zu werden und zugleich auch, ja, wie soll ich sagen, mit irgendeinem finanziellen Thema irgendwie Frieden zu schließen. Ne? Man erkennt eine Blockade, man versteht, okay, hier ist das Schlupfloch und da geht es dran. Ich habe hier in den Korrespondenzen eigentlich das schöne Weiterkommen bei der Arbeit an finanziellen Themen im Haus der Finanzen, die Harmonie, eine Bewegung, die Harmonie aufnimmt irgendwie. Und an sich, trotz aller Herausforderungen, liegt in unserem Haus die Sonne drin. Da können wir sowieso mit besten Ergebnissen rechnen. Was jetzt hier in diesem Blatt auffällig ist, es mag für einen oder anderen eine Reise anstehen, die hier sehr schön liegt, also irgendwie auch etwas, wo du vielleicht Zeit zum Reflektieren hast und über Vergangenes nachdenkst. Möglicherweise macht ja auch jeder so einen Alleingang, ne? Das hatten wir auch die Tage schon mal, wo man so sagt, okay, ich nehme mich jetzt hier mal raus oder ich kümmere mich extrem um meine Bedürfnisse, um meine Harmonie, um mein Umfeld, denn ich habe viel zu tun, ich muss viel auf den Weg bringen. Das, wie gesagt, hier liegt ja so ein bisschen der Herzschmerz, der Liebeskummer und die Partner oder die Gegenüber liegen weit auseinander, jeder guckt in eine andere Richtung. Ne? Das scheint so, dass jeder auch so ein bisschen sein eigenes Ding macht. Alle Prozesse, die Wachstum benötigen und das schon längere Zeit, liegen hier auch im Veränderungsprozess dabei. Hier nimmt etwas Fahrt auf, was dir vielleicht auch schon über längere Zeit schlaflose Nächte gemacht hat oder im Unterbewusstsein ständig mit dir gesprochen hat. Wir haben so ein bisschen das schicksalshafte Konfrontiertsein mit Themen des Wertes, des Selbstwertes, des Selbstbewusstseins und dem männlich aktiven Teil in uns. Hier liegen auch so ein bisschen Umbrüche oder Veränderungen. Veränderungen hört sich so ein bisschen doof an, aber Sachen, wo man eben einen Neubeginn erstrebt bei allem, was verbindlich ist oder auf längere Zeit irgendwie wirken und Wachstum bringen soll. Okay, ihr Lieben, ich gucke gerade noch mal drüber. Wenn du hier irgendwelche Dinge zu klären hast, die mit den Behörden zu tun haben, könnte ich mir ja auch sehr gut vorstellen, wo du jetzt lange Zeit schon keine Nachricht, kein flüssiges Vonstattengehen erlebt hast. Also diese längeren Prozesse ist hier sehr gut möglich, dass sich auf dem kürzeren Weg etwas dreht, was dir zugute kommt oder was deiner positiven Erwartung entspricht. So, dann gucken wir mal, welches Vögelchen hier noch mitkommt. Die Schnepfe. Veränderungen kündigen sich an, die nach persönlicher Lebenssituation und aktuellen Ereignissen unterschiedlich sein können. Es können jetzt einschneidende Änderungen im Arbeitsleben anstehen. Jetzt guckt euch das an. Ne? Wir liegen im Haus der Arbeit und die Arbeitskarte
liegt im Haus des Neubeginns. Also bei mir resoniert dieses Deck immer und es sind nicht wenige Karten. Viele sagen ja, irgendwas passt immer. Nein, das sind schon Unterschiede. Okay, wir nehmen noch ein Signal aus dem Zauberwald, dann beende ich die Legung. Bleibt dran für eine persönliche Wochenbotschaft und habt als Motto für die nächste Woche: Du hast viel erreicht, sei mal stolz auf dich. Ne? Nicht immer nur von Erfolg zu Erfolg weiterrennen und ganz vergessen, die Lorbeeren auch auszukosten. Und hier unten haben wir noch Geheimnisse werden gelüftet. Das ist hier oben zu sehen, das Buch, das sich dir eröffnet und dir dadurch eben wieder einen Schritt bringt, bei dem du in Aktion kommen darfst. Also hier kann dir gut was an die Ohren kommen oder irgendetwas wird an die Oberfläche gedrückt, was du so auch nicht erwartet hättest. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Woche. Denkt an den Sonntag, wo ihr die Sternzeichen-Readings fürs große Blatt haben könnt. Ansonsten wünsche ich euch frohes Schwitzen. Ich drücke euch und bis bald. Ja, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Schauen wir mit den Auswahlmöglichkeiten, welche Botschaft dich persönlich noch erwartet. Ihr habt hier 2 kleine Engel, die ihr auswählen könnt. So, ihr Lieben, ich stelle es mal aufeinander. Vielleicht fällt es dann dem einen oder anderen leichter. Ich kann mich gar nicht entscheiden heute, aber ich tendiere zu dieser Seite. Schauen wir. Also der Mond spricht mit uns die nächste Woche. Wir hatten ja auch Neumond die Woche. Vielleicht sind wir ein bisschen empfindlich, vielleicht ist die Intuition hoch. Aber auch der Blick in die Schatten wird natürlich gewährt. Und ihr habt hier den Beifuß. Der Mond, die Träume, die Eingebungen. Also es kann schon sein, dass eine Woche wird, wo man arg mit sich selbst, mit seinen eigenen Gefühlen konfrontiert wird, wo die Seele sehr viel mit einem spricht und wo die Verbindung nach oben recht gut ist. Und wo man auch so ein bisschen Zugriff hat an altes Wissen, das einem hier neue Perspektiven vermittelt. Wow, wunderbar. Wir dürfen uns hier was wünschen. Also irgendwo ein bisschen Magie auch in der Woche. Gute Möglichkeiten, Dinge so zu realisieren, dass sie unseren Wünschen auch entsprechen. Oder wie du auch langsam erkennst, ne, dass du an irgendetwas gearbeitet hast und so langsam wird es. Dann haben wir sei du selbst. Es geht darum, dass deine Authentizität die Grundlage ist für das, was du tust und auch für die persönliche Kraft, aus der du schöpfst. Ist ja auch so ein Lebensmotto, ne? Was ich mit vielen in den privaten Gesprächen auch habe. Was bringt es, wenn du
dich verstellst oder jemandens Liebkind bist. Denn ab einem gewissen Alter möchte man sich einfach nicht mehr verbiegen und so genommen werden, wie man ist. Und dem, der es nicht passt, der kann ja weiterziehen. Ne? Hier kommen wir zu den ausgewogenen Freundschaften. Hier geht es ein bisschen um Geben und Nehmen. Also vielleicht auch eine Woche, wo man sich überlegt, dass man mal wieder was mit jemand macht oder dass man in eine Freundschaft investiert. Und wir haben noch ein Gespräch, bringt Klarheit. Okay, ihr Lieben, dann gucken wir auf die andere Seite. Ihr habt hier die Eulen. Ihr habt hier sogar eine Zahl, das ist sehr gut. Das ist die Zahl 3. Das sind nicht die gleichen aus dem hebräischen Alphabet. Die 12 steht für die 30. Die reduzieren wir auf die 3 und da habt ihr tolle Möglichkeiten, sich in eine neue Phase von Fülle oder von Gedeihen von irgendwas zu geben. Es kann aber sein, dass das mit ein bisschen Stress verbunden ist. So, ihr habt die Bohnenkresse. Hier geht es um das Wasser, das Meer. Es geht um den freien Fluss von Emotionen und es geht um das Vertrauen, das man hat in den großen Fluss des Lebens zu baden. Ne? Dann habt ihr, dir wird geholfen, wenn du gerade so eine Situation hast, wo du denkst, es geht halt nicht weiter oder irgendwie finde ich keinen Ausweg, dann hast du hier den Impuls, dass man nicht immer gleich erkennt, wo die Reise hingeht, aber dass das im Entstehen ist sozusagen. Bewege dich. Also, hier geht es darum, das hatten wir im großen Blatt übrigens auch, dass etwas Fahrt aufnimmt, dass man viel zu tun hat, dass man sich bewegt und dass man sich, währenddem man sich bewegt, auch besser und stärker fühlt. Und es kann hier sehr viel um, wer eben dran glaubt, Situationen gehen, die mit der Vergangenheit zu tun haben, vielleicht sogar mit Inkarnationen von früher. Und wo hier viel Genesung geschieht, viel Verständnis reinkommt für dieses Leben, für dieses Ding, was wir gerade haben, sodass die Gegenwart einfach besser hinzunehmen ist. Sei in freudiger Erwartung. Auch auf dich wartet etwas Schönes. Vielleicht auch so die positive Grundausrichtung mal wieder zu haben, trotz allem Stress, den man hat, in ein Gefühl zu gehen, wo man auch wirklich nur das Beste verdient. Okay, ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Bis Sonntag.